Hallo miteinander. Servus Leute. Sag mal, kennt ihr noch diese Bank? Ich filme die mal schnell, Moment. Wir befinden uns in Ebermannstadt. Wir haben doch mal eine Ebermannstadt-Wanderung gemacht. Wir sind von Erlangenbruck nach Ebermannstadt gelaufen. Genau, als Training, ne? Für den Megamarsch war das damals. Ja, genau. Und hier hat die Tour geendet und heute setzen wir sie genau an diesem Punkt fort. Jawohl. Heute wollen wir 3 Etappen machen. Zum einen gehen wir zur Burg Neideck, zum anderen zur, Holger, wie heißt das gerade noch? Wir gehen danach zum Druidenhain und dann gehen wir zur Wallerwarte oberhalb von Ebermannstadt. Richtig. Genau. Und wenn wir dann da vorbeikommen an den Orten, dann erzählen wir euch ein bisschen was, ne? So schaut's aus. Und ja, let's go, oder? Legen wir los, ne? Jo. Gut. So, diese alten Züge, die ihr da im Hintergrund seht, das sind so Museumszüge von der Deutschen Bahn. Die sind hier, weil es hier einen Verein gibt, der eine Dampflok hier fahren lässt. So, der Fluss hier, das ist die Wiesent, ne? Ja. Und wir laufen ja heute auch praktisch in die Gegend des Wiesentals hinein. Die Burg Neideck, die liegt praktisch ja, oberhalb des Wiesentals. Oh mein Gott. Wir haben gerade festgestellt, dass Komoot diesen Sprachfehler nicht mehr Ja. hat. Mit Meter und Meter. Endlich. Grüße gehen raus an den Wandermann, der hat sich darüber auch aufgeregt. Ja. Haben wir hier einen Single Trail. Und heute werden wir auch mal Höhenmeter trainieren. 450 Höhenmeter haben wir heute. Jawohl. Ja, und dann sehen wir mal, wie es uns schmeckt. Weil wir müssen trainieren, trainieren, trainieren. Das hat auch den super Nebeneffekt. Ne? Gestern war ich bei meiner Familie. Da hat mein Neffe seinen Geburtstag nachgefeiert. Und die Mama hat so guten Kuchen gebacken, auch meine Schwester. Leckt mich, weil das war so lecker. Und am Abend gab es auch noch Essen. Und das kann ich jetzt alles abtrainieren. Ja, genau. Die Kalorien müssen ja wieder runter, ne, Leute? So, Leute, hier im Hintergrund, da hinten ist das Ebsamade, das ist das Freibad von Ebermannstadt. Und da ist auch ein kleines Kraftwerk, was das Gefälle von der Wiesent ausnutzt. Und wir schauen gleich mal, wie viel kW das produziert. Und es hat 80 kW Leistung. Ja, Steigungen, ne, wollen wir so ein bisschen üben halt, ne? Ja. Weil der Lauf in München, der Mammutmarsch, der hat so um die 550 Höhenmeter. Ja, und das müssen wir mindestens einmal getestet haben. Richtig. Deswegen machen wir jetzt heute hier eine harmlose Variante, sage ich mal, mit 450. Und in Zukunft machen wir vielleicht auch noch viel mehr Höhenmeter. Müssen wir mal gucken, ne? Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, ganz genau. Hindernis. Und zwar ist da ein Baum umgefallen. Wir gehen so, du gehst mir jetzt einfach nach. So, und hier kommt jetzt ein A30. Boah, ich bin mit dem Schuh hin. A30, jawohl. Warte mal, ob der Passt. kaputt ist. Nee. Du bist durch. Oh, also, Höhenmeter und Single Trail, Leute, es kann sich, glaube ich, keiner beschweren. Ein paar Äste, ne? Aber es geht schon. So ähnlich stelle ich mir das in München vor, bei dem Stück da. Wenn das gleich als erstes wäre, das wäre besser. Ja. Ja, wenn du Pause machen willst, sagst einfach, ne? Ja, mach ich. Also Leute, da kann sich keiner beschweren jetzt gerade. Ne? Grüße gehen raus an den lieben Stefan. Wir machen unsere Hausaufgaben. Jawohl, jetzt haben wir erstmal eine deftige Steigung hinter uns und wir sind auf dem Weg
Zur Ruine Neideck jetzt dann. Da geht es jetzt dann gleich wieder hoch. Ah, Leute, die Christa, die hat so einen kleinen Bärchen. Ja, dann hat mir die Anna gehäkelt. So ein Bärchen hat die am Rucksack und ich soll immer kontrollieren, dass es den ja nicht weghaut. Da schauen wir jetzt mal kurz hin. Ne? Und dann erzähle ich euch die Geschichte. Da ist er und er ist auch noch safe. So. Der hat mir nämlich bei den letzten beiden Marathone gestanden und hat meinen Freund im Krankenhaus hier gebracht. Jawohl, coole Sache. Da schauen wir mal, ob wir das noch ergänzen können mit so einem Mammut. Ne? Da gibt es doch so Mammuts irgendwie zu kaufen. Ne? Dann ist der Bär nämlich nicht so alleine. Beim Mammutmarsch. So. Ja. Gucken wir mal. So Leute, ganz kurze Pause. Wir sind jetzt hier vor der Ruine Neideck. Und hier hinter mir sieht man schon so ehemalige Mauern dieser Burg. Da kommen wir gleich hin. Aber das Interessante ist ja der Name Neideck. Das kommt nämlich von Niederes Eck. Und warum Niederes Eck? Denn, wenn ich mich jetzt mal drehe, hinter der Burg ist hier so ein Bergkamm. Das heißt, es geht hier nochmal bergauf. Und weil halt die Burg eben am niederen Eck dieses Berges liegt, deswegen heißt die Burg Neideck. Und die Burg Neideck ist aufs 12. Jahrhundert, also um 1200 rum, 1300 das erste Mal schriftlich erwähnt worden und war praktisch der Sitz der Schlüsselberger, die hier die halbe fränkische Schweiz regiert haben. So, Christa, guck mal hier in die Kamera. Ich will aber in die Sonne gucken. Na, also ich habe immer das Problem, dass die Christa mir nicht in die Kamera schaut. Ne? Aber ja, da muss eben die Kamera der Christa folgen. So schaut es aus. Ne? Genau. Also, wir wollten jetzt auf jeden Fall mal kurz hier hinter uns. Ne? Seht ihr jetzt hier so eine große Mauer? Die ist fast 5 Meter hoch. Und das ist eine Schildmauer, weil man nämlich die Burg früher mit Katapulten angegriffen hat, mit Blieden. Und wie schon gesagt, ich habe ja gesagt, die Neideck, das ist das niedere Eck. Das heißt, hier die Burg selber ist ein bisschen niedriger. Und von dem Berg da hinten, hinter dieser Mauer, hat man eben die Burg angegriffen. Und deswegen gibt es hier diese Schildmauer, die so hoch ist. Ne? Wir gehen jetzt mal in den Wohnturm der Neideck, ne, und schauen uns das mal an. Ne, vielleicht kann man da ein bisschen was erahnen, wie die Leute früher gelebt haben. So Leute, wir sind jetzt hier ganz oben auf dem Wohnturm der Neideck. Wir haben sogar den Abbott-Turm gesehen. Den Abbott haben wir auch gesehen, ne? Wo die Leute aufs Klo mussten. Wenn die aufs Klo mussten, dann sind die außen hin. Da war außen so ein Holzanbau und dann hat man halt sein Geschäft gemacht. Ne? Und Leute, wir wollen aber wieder weiter. Ne? Neideck ist schön, aber wir müssen auch ein bisschen an die Tour denken. Ne? Ja. Und deswegen geht es jetzt wieder los. Ja, coole Sache, Leute. Allerdings ist uns das auch ein bisschen zu überlaufen. Ne? Ja, so viele Leute. Also Neideck ist wirklich super, können wir nur empfehlen. Das ist auch wirklich ein Wahrzeichen der fränkischen Schweiz, wenn nicht das Wahrzeichen schlechthin. Und Leute, geht dahin, das ist schön, aber wir müssen auch an unsere Tour denken. Wir müssen jetzt weiter. Ne? Höhenmeter machen. Höhenmeter, jawohl. Haben wir ja schon einige jetzt auch gemacht. Ne? Ich habe doch Lust auf mehr. Hä? Was ist mit mir los? Also nächste Station jetzt Druidenhain dann, Leute. Ne? Leute, das ist ganz schön steil. Ja, durch den Wandermann habe ich den Bezug dazu verändert. Ah. Denn, was hat er gesagt? Dass der Berg kein Feind ist, sondern eine Herausforderung. Jawohl. Ich sehe das ähnlich. Ja.
Oh, Leute, jetzt sind wir ganz schön dann aufgelaufen. Jetzt mal ganz kurz Pause machen und den Puls ein wenig runter. Und dann geht es gleich wieder weiter. So, wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, ne? Die Christa hat was gegessen, ne? Ja, ich hatte ganz arg Hunger und jetzt passt's wieder. Jawohl. Und jetzt geht's zackig zum Druidenhain, ne? Hey, nicht so schnell! Du hast gesagt zackig. So Leute, wir sind jetzt am Druidenhain angekommen. Und wenn nicht so viele Besucher da wären, dann wäre es tatsächlich ein sehr mystischer Ort. Und es ist auch wunderbar. Wir versuchen mal so ein bisschen die Stimmung hier einzufangen. So, jetzt sind wir dann wohin? Warte. Es geht jetzt zur Waller Warte. Ein Aussichtsturm oberhalb von Ebermannstadt. Und dann geht es wieder runter. Hier kreuzt sich jetzt der Weg. Wir nehmen den linken. Natürlich da, wo die Höhenmeter sind. Da müssen wir entlang gehen. Hast du schon gemerkt, der war zu. Ja. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass hier nochmal so ein heftiger Aufstieg kommt zur Waller Warte. Aber gut, anscheinend ist es so, dass dann nach der Waller Warte es eigentlich nur noch ganz krass straight nach unten geht. Und dann haben wir das auch geschafft. Sehr schönes Training, wir beide spüren das, ne? Ja. In den Beinen, und das ist eigentlich genau richtig jetzt. Und hier kommt wieder ein Baum. Wir haben hier A40. Güster? Jawohl. Saubere Sache. So, hier ist jetzt A10, ja. Und nochmal A10, genau. Und dann bist du schon durch. Okay. Die Christa ruht sich ein bisschen aus, bleibt da unten. Und ich gehe da mal auf. Uiuiuiui. So. Oh, ich denke, hier haben wir es jetzt gleich erreicht.
Oh, okay. Jetzt sind wir oben. So, hier unter uns liegend ist jetzt praktisch Ebermannstadt. Da hinten der Blick Richtung Forchheim, Erlangen und so weiter. Sehr cool. Mal schauen, ob wir auch die Christa entdecken. Hallo Christa. Hallo Holger. So, jetzt aber nichts wie runter. Und dann gehen wir langsam Richtung Ebermannstadt Bahnhof. Der Waller Warte aus geht es jetzt hier einen Bußgang, glaube ich, nach unten. Also da kommen jetzt 12 Stationen, die eben erzählen, wie Jesu gekreuzigt worden ist. Und ich glaube, so Katholiken und so, die gehen da hoch. Das ist sehr, sehr steil. Ich bin den letztes Jahr mal gelaufen. Und wir gehen den jetzt runter. Ne? Und da schauen wir mal, wie das wird. Ab jetzt geht es immerhin nur noch bergab, Christa. Ne? Gut, aber ne? Ist das? Das ist er schon. Aber das geht doch. Ja, schauen wir mal, ob er auch immer so bleibt. Ne? So ist es halt. Ne? Ja, aber Gut, dann müsste es klappen. Ne? ja. Dessen aufzulaufen ist jedenfalls ganz schön. Ja, das mit den Wurzeln ist halt echt gefährlich. Ja, da müssen wir halt ein wenig langsam tun. Ne? Aber auch wir kommen irgendwann unten an. Ne? Notfalls auf dem Bobbers. Ja. So Leute, jetzt sind wir tatsächlich wieder am Bahnhof in Ebermannstadt. Ne? Ja. Und ja genau, die Wanderung war zum einen ein Höhenmetertest für uns ein wenig. Das wollen wir jetzt in Zukunft vermehrt machen, damit wir da fitter werden. Dann haben wir ja auch schon erwähnt, ne? Wir wollen aus der Fränkischen Schweiz eine Serie machen. Wir werden gelegentlich immer wieder mal in die Fränkische gehen, ne? Und dort ein bisschen touren. Ja, genau. Christa, hast du noch was zu sagen? Ja, also das Einzige, was ich an dem Tag heute anstrengend fand, wenn Jawohl. es halt so krass bergauf und bergab geht, dann auch noch zusätzlich jeden Stein und jeden Ast und jeder Wurzel Das ist richtig. Da, auf den Weg zu gehen. Als Blinde ist das... da hast du recht. Und es ist natürlich so, die Fränkische ist natürlich besonders traillastig, sage ich jetzt mal. Ich hoffe einfach, dass das in München nicht so arg wird. Werden wir sehen. Ne? Weil unser nächster Stopp, Leute, ist nämlich der Little Mammut in München. Ne? 55 Kilometer. Da treten wir an, Leute. Aber Höhenmeter, da bin ich jetzt ganz überrascht. Jawohl. Habe ich eigentlich an sich ganz gut gemeistert. Jawohl. Ohne zu jammern. Und deswegen verabschieden wir uns hier jetzt, Leute. Ciao! Ade, bis zum nächsten Video. Ne? Tschüss.